Lektion 1: Schnäppcheneinkäufe. Hallo Anna, ich habe gerade diese tolle Jacke für $15 gekauft. Es war so ein Schnäppchen, oder? Hallo John. Wow, das ist ein toller Deal. Wo hast du es gefunden? Ich bin in der Innenstadt auf einen Gebrauchtwarenladen gestoßen. Sie hatten einen Ausverkauf und ich konnte dem Preis nicht widerstehen. Das ist unglaublich. Second-Hand-Läden haben oft versteckte Juwelen zu erschwinglichen Preisen. Haben Sie vor dem Kauf die Qualität überprüft? Absolut. Ich habe die Jacke gründlich überprüft, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand ist und keine erkennbaren Mängel aufwies. Gute Überlegung. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Artikel seinen Preis wert ist, auch wenn es ein Schnäppchen ist. Hast du es anprobiert? Ja, habe ich. Das Anprobieren war entscheidend, um sicherzustellen, dass die Jacke mir gut passte und schmeichelhaft aussah. Das ist klug. Das Anprobieren von Kleidung hilft Ihnen, Enttäuschungen zu vermeiden und sorgt für eine korrekte Passform. Haben Sie nach zusätzlichen Rabatten gesucht? Ja, ich habe den Kassierer gefragt, ob es zusätzliche Rabatte gibt, und zum Glück gab es eine laufende Aktion, die mir zusätzliche 10% Rabatt verschaffte. Das ist fantastisch. Es lohnt sich immer nachzufragen, ob es zusätzliche Rabatte oder Aktionen gibt. Irgendwelche Tipps, um tolle Angebote zu finden? Ein Tipp ist, nach saisonalen Verkaufs- oder Ausverkaufsveranstaltungen Ausschau zu halten. Wenn Sie Newsletter abonnieren oder Geschäften in sozialen Medien folgen, können Sie auch über Rabatte und Sonderangebote auf dem Laufenden bleiben. Tolle Tipps. Wenn Sie sich der Verkäufe und Werbeaktionen bewusst sind, können Sie Geld sparen und gleichzeitig Ihr Einkaufserlebnis genießen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem tollen Fund. Danke. Ich bin begeistert von meinem Kauf. Es zeigt, dass Sie mit ein bisschen Geduld und Glück unglaubliche Angebote finden können. Ihnen auch viel Spaß beim Einkaufen. Lektion 2: Angst vor öffentlichem Reden überwinden. Hallo Anna, ich habe Probleme damit, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Hast du irgendwelche Tipps, wie du diese Angst überwinden kannst? Hallo John. In der Öffentlichkeit zu sprechen kann eine Herausforderung sein, aber mit etwas Übung und einigen Techniken können Sie Ihre Angst definitiv überwinden. Ein Ansatz besteht darin, klein anzufangen und sich einer öffentlichen Das Redegruppe klingt nach einer guten anzuschließen. Idee. Ich denke, das Üben in einer unterstützenden Umgebung kann dazu beitragen, Selbstvertrauen aufzubauen. Hast du es selbst versucht? Ja, habe ich. Einer öffentlichen Redegruppe beizutreten war anfangs schwierig, aber es war eine großartige Gelegenheit, mich meiner Angst zu stellen und meine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Das ist inspirierend. Es erfordert Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen. Haben Sie bestimmte Strategien gefunden, die bei der Bewältigung Ihrer Angst hilfreich waren? Absolut. Eine Strategie, die mir geholfen hat, waren tiefe Atemübungen vor dem Sprechen. Es half mir, mich zu entspannen und mich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Das ist eine nützliche Technik. Tiefes Atmen kann die Nerven beruhigen und Klarheit bringen. Hattest du noch andere Techniken, die für dich funktioniert haben? Die Visualisierung war eine weitere Technik, die für mich gut funktionierte. Ich würde mir vorstellen, eine erfolgreiche Rede mit Zuversicht zu halten und positives Feedback zu erhalten. Visualisierung klingt mächtig. Die Schaffung eines positiven mentalen Bildes kann das Selbstvertrauen stärken. Haben Sie Feedback oder Anleitungen von erfahrenen Rednern erhalten?
Ja, ich habe Feedback von erfahrenen Rednern in der Gruppe eingeholt. Ihre konstruktive Kritik und Beratung halfen mir dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind, und mich als Redner Das ist fantastisch. weiterzuentwickeln. Das Feedback von erfahrenen Rednern kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Hast du auch außerhalb der Gruppensitzungen geübt? Absolut. Das Üben außerhalb der Gruppensitzungen war entscheidend. Ich probte meine Reden vor einem Spiegel oder nahm mich selbst auf, um Bereiche zu identifizieren, an denen ich arbeiten konnte. Vor einem Spiegel zu üben oder sich selbst aufzunehmen, klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Sprechfähigkeiten zu verfeinern. Haben Sie im Laufe der Zeit Fortschritte bemerkt? Auf jeden Fall. Durch konsequentes Üben und Beharrlichkeit fühlte ich mich allmählich wohler und selbstbewusster in meinen Fähigkeiten, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist wunderbar. Es ist inspirierend zu hören, wie Sie Ihre Angst überwunden und sich als Redner verbessert haben. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Tipps geteilt haben. Lektion 3: Den richtigen Laptop auswählen. Hallo Anna, ich bin auf der Suche nach einem neuen Laptop. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Hallo John. Klar, ich kann helfen. Was sind Ihre spezifischen Anforderungen und Ihr Budget? Ich brauche einen Laptop für Arbeit und Freizeit. Etwas Leistungsstarkes und doch Tragbares. Mein Budget liegt bei etwa 1000 Dollar. Das ist ein gutes Budget. Ich schlage vor, einen Laptop mit einem schnellen Prozessor, ausreichend RAM und einem Solid-State-Laufwerk in Betracht zu ziehen, um eine bessere Leistung zu erzielen. Gute Punkte. Ich brauche auch einen Laptop mit einer guten Akkulaufzeit. Ich arbeite oft aus der Ferne und brauche, dass es den ganzen Tag durchhält. Absolut. Suchen Sie nach Laptops mit einem langlebigen Akku und energieeffizienten Prozessoren. Es stellt sicher, dass Sie auch unterwegs produktiv bleiben. Toller Rat. In meiner Freizeit spiele ich auch gerne. Denkst du, ich sollte einen Gaming-Laptop in Betracht ziehen? Wenn Gaming Priorität hat, wäre ein Gaming-Laptop eine geeignete Wahl. Sie verfügen in der Regel über dedizierte Grafikkarten und Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz für ein verbessertes Spielerlebnis. Das klingt vielversprechend. Haben Sie bestimmte Marken im Sinn, die zuverlässige Laptops anbieten? Einige seriöse Marken, die für ihre hochwertigen Laptops bekannt sind, sind Dell, HP, Lenovo und Asus. Sie können ihre Angebote erkunden und Kundenrezensionen lesen, um weitere Einblicke zu erhalten. Danke für die Vorschläge. Ich werde mir diese Marken auf jeden Fall ansehen. Irgendwelche anderen Funktionen, die ich in Betracht ziehen sollte? Es lohnt sich, die Bildschirmgröße und Auflösung nach Ihren Wünschen zu berücksichtigen. Überprüfen Sie auch die Verfügbarkeit von Anschlüssen wie USB, HDMI und SD-Kartensteckplätzen. Guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass auch die Verbindungsoptionen überprüft werden. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Vergessen Sie nicht, die Garantie und den Kundendienst des Herstellers in Betracht zu ziehen. Es ist immer gut, zuverlässigen Support zu haben, wenn Probleme auftreten. Das ist ein wichtiger Faktor. Ein guter Kundensupport kann viel Ärger ersparen. Vielen Dank für Ihren wertvollen Rat. Lektion 4: Nach dem Weg fragen. Hallo Anna, jetzt entschuldige mich, ist das der richtige Weg zum Museum? Hallo John. Nein, es tut mir leid. Nein,
Du gehst in die falsche Richtung. Das Museum befindet sich eigentlich 2 Blocks östlich. Oh, ich verstehe. Danke, dass du mich informiert hast. Könnten Sie mir bitte eine Wegbeschreibung geben, um dorthin zu gelangen? Natürlich. Sobald Sie sich umdrehen, gehen Sie 2 Blocks geradeaus. Biegen Sie dann an der Kreuzung rechts ab. Das Museum befindet sich auf der linken Seite. Ich hab's. Ich muss mich also umdrehen, 2 Blocks geradeaus gehen und dann rechts abbiegen. Das Museum wird zu meiner Linken sein, richtig? Das ist richtig. Du hast es. Wenn Sie Probleme haben, es zu finden, können Sie unterwegs gerne jemand anderen fragen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich freue mich darauf, das Museum zu besuchen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Das Museum ist ein großartiger Ort zum Erkunden. Genießen Sie Ihren Besuch und haben Sie eine wundervolle Zeit. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 5: Vorbereitung auf ein Auslandsstudium. Hey, ich werde langsam nervös, wenn es darum geht, im Ausland zu studieren. Hallo da. Es ist natürlich, ein bisschen nervös zu sein, aber ein Auslandsstudium kann eine tolle Erfahrung sein. Was genau macht dich nervös? Ich mache mir Sorgen, mich an eine neue Kultur anzupassen und in einem fremden Land Freunde zu finden. Es fühlt sich ein bisschen überwältigend an. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Denken Sie daran, dass viele andere in der gleichen Situation sein werden wie Sie. Es ist eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Das ist wahr. Ich werde versuchen, unvoreingenommen zu bleiben und die Erfahrung zu genießen. Hast du irgendwelche Tipps, um Freunde in einem neuen Land zu finden? Unbedingt. Ein Tipp ist, sozialen Aktivitäten oder Clubs beizutreten, in denen Sie Menschen treffen können, die ähnliche Interessen teilen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu Das klingt nach treten. einer guten Idee. Ich werde auf jeden Fall nach Clubs oder Gruppen suchen, die zu meinen Hobbys passen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Ein weiterer Vorschlag ist, offen für kulturelle Unterschiede zu sein und echtes Interesse daran zu zeigen, etwas über andere zu lernen. Die Leute schätzen es, wenn man ihre Kultur respektiert. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Respekt und Neugier sind entscheidend im Umgang mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Ich freue mich über Ihren Rat. Du bist willkommen. Es ist wichtig, mit offenem Herzen an neue Erfahrungen heranzugehen. Gibt es noch etwas, worüber du dir Sorgen machst? Nun, ich mache mir auch Sorgen um die Sprachbarriere. Englisch ist in dem Land, in dem ich studieren werde, nicht die Muttersprache. Das kann eine Herausforderung sein, aber denken Sie daran, dass sich die Sprachkenntnisse mit der Übung verbessern. Versuchen Sie, in die Landessprache einzutauchen und die Ressourcen zum Sprachenlernen zu nutzen. Das ist wahr. Ich werde mich bemühen, die Sprache regelmäßig zu üben und nach Möglichkeiten zum Sprachaustausch zu suchen. Es wird mir helfen, besser zu kommunizieren. Auf jeden Fall. Übung ist der Schlüssel. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen, denn sie sind Teil des Lernprozesses. Nimm die Reise an. Danke für die Ermutigung. Ich werde mein Bestes tun, um positiv zu bleiben und diese aufregende Gelegenheit zu nutzen. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Du bist willkommen.
Ich bin hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Denken Sie daran, dass ein Auslandsstudium eine Chance für persönliches Wachstum und unvergessliche Erlebnisse ist. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses neue Abenteuer einzulassen und meinen Horizont zu erweitern. Das ist der Geist. Nimm das Abenteuer an und du wirst mit tollen Erinnerungen und einer breiteren Perspektive zurückkommen. Viel Glück! Ich danke dir. Ich werde das Beste aus dieser Gelegenheit machen. Ich werde Sie über mein Auslandsstudium auf dem Laufenden halten. Passt auf euch auf. Lektion 6: Planung der Reisekosten. Hallo Anna, ich habe die Ausgaben für meine bevorstehende Reise im Kopf. Ich werde anfangen, Flüge, Unterkünfte und Visabestimmungen zu recherchieren. Hallo John. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie im Voraus recherchieren, können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihr Reisebudget effektiv verwalten. Absolut. Ich möchte günstige Flüge finden, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Irgendwelche Tipps, um gute Angebote zu bekommen? Sicher. Ein Tipp ist, bei Ihren Reisedaten flexibel zu sein. Manchmal kann das Fliegen an Wochentagen oder in der Nebensaison zu niedrigeren Tarifen führen. Das macht Sinn. Ich werde meine Reisedaten flexibel halten und verschiedene Optionen prüfen. Was ist mit Unterkünften? Irgendwelche Vorschläge, um erschwingliche und dennoch komfortable Unterkünfte zu finden? Auf jeden Fall. Erwägen Sie, Unterkünfte über zuverlässige Websites oder Apps zu buchen, die wettbewerbsfähige Preise bieten. Lesen Sie auch Bewertungen von früheren Gästen, um sicherzustellen, dass die Qualität Ihren Erwartungen entspricht. Guter Punkt. Ich werde gründlich recherchieren und Bewertungen lesen, um eine geeignete Unterkunft zu finden. Lassen Sie uns jetzt über Visa sprechen. Wie soll ich das angehen? Die Visa können je nach Land, das Sie besuchen, variieren. Auf den offiziellen Websites der Botschaft oder des Konsulats finden Sie genaue Informationen zu den Visabestimmungen. Starten Sie den Bewerbungsprozess rechtzeitig, um Verzögerungen in letzter Minute zu vermeiden. Ich werde auf den offiziellen Websites nach den Visabestimmungen suchen. Wenn ich im Voraus plane, habe ich ausreichend Zeit, um alle notwendigen Dokumente zusammenzustellen. Das ist richtig. Es ist wichtig, dass Sie alle erforderlichen Dokumente bereithalten, zum Beispiel Reisepasskopien, Unterkunftsnachweise und Finanzausweise, falls erforderlich. Ich sammle alle erforderlichen Dokumente und sorge für Ordnung. Es ist wichtig, alles zu haben, um einen reibungslosen Visumantragsprozess zu gewährleisten. Absolut. Wenn Sie gut vorbereitet sind, sparen Sie Zeit und vermeiden unnötigen Stress. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Budget für Ihre Reise festzulegen? Ja, ich plane, ein realistisches Budget festzulegen, das alle Ausgaben abdeckt, einschließlich Transport, Unterkunft, Verpflegung und Besichtigungen. Es wird mir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist eine kluge Entscheidung. Denken Sie daran, zusätzliche Mittel für unerwartete Ausgaben oder Notfälle bereitzustellen, die während Ihrer Reise auftreten können. Ich werde auf jeden Fall zusätzliche Mittel für unerwartete Situationen einplanen. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Danke für die Erinnerung. Du bist willkommen. Wenn Sie im Voraus planen und auf Ihre Ausgaben achten, können Sie Ihre Reise optimal nutzen, ohne zu viel auszugeben. Haben Sie weitere Bedenken oder Fragen? Im Moment nicht. Ich schätze Ihre Anleitung und Erkenntnisse.
Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, die finanziellen Aspekte meiner Reise zu bewältigen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Ich wünsche Ihnen eine fantastische und budgetfreundliche Reise. Ich danke dir vielmals. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Ich freue mich darauf, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Passt auf euch auf. Lektion 7: Die Reise fortsetzen. Hallo Anna, ich freue mich darauf, diese Reise des Englischlernens fortzusetzen. Bisher war es eine großartige Erfahrung. Hallo John. Ich freue mich sehr, das zu hören. Eine neue Sprache zu lernen ist in der Tat eine aufregende und erfüllende Reise. Auf welchen Aspekt des Englischen konzentrieren Sie sich derzeit? Im Moment arbeite ich daran, meine Sprechfähigkeiten zu verbessern und meinen Wortschatz zu erweitern. Ich möchte mich flüssiger ausdrücken können. Das ist ein fantastisches Tor. Um deine Sprachkenntnisse zu verbessern, versuche, Gespräche mit englischen Muttersprachlern zu führen oder mit Sprachaustauschpartnern zu üben. Gespräche mit Muttersprachlern zu führen klingt nach einer großartigen Möglichkeit zum Üben. Ich werde auch sicherstellen, dass ich einen Partner für den Sprachaustausch finde, mit dem ich regelmäßig üben kann. Das ist ein ausgezeichneter Plan. Wenn Sie regelmäßig sprechen, verbessern sich Ihr Selbstvertrauen und Ihre Sprachgewandtheit mit der Zeit. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Fehler zu machen ist Teil des Lernprozesses und ich werde sie als Chance nutzen, um zu wachsen. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich meinen Wortschatz erweitern kann? Absolut. Eine effektive Möglichkeit, Ihren Wortschatz zu erweitern, ist das Lesen. Versuchen Sie, Bücher, Artikel oder sogar Online-Blogs auf Englisch zu Themen zu lesen, die Sie interessieren. Es ist sinnvoll, Bücher und Artikel auf Englisch zu lesen. Es wird mir nicht nur helfen, neue Wörter zu lernen, sondern es wird mich auch mit verschiedenen Schreibstilen und Ideen vertraut machen. Exakt. Ein weiterer Tipp ist, ein Vokabeltagebuch zu führen. Wann immer Sie auf ein neues Wort stoßen, schreiben Sie es zusammen mit seiner Bedeutung und Verwendung in einem Satz auf. Es ist eine großartige Idee, ein Vokabeltagebuch zu führen. Es wird mir helfen, die neuen Wörter, denen ich begegne, zu überprüfen und zu bekräftigen. Ich fange ab jetzt damit an. Das ist ausgezeichnet. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Sprachenlernen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihren Wortschatz regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie ihn behalten. Ich werde sicherstellen, dass meine Wortschatzüberprüfung konsistent ist. Es ist wichtig, das, was ich gelernt habe, zu vertiefen, damit es Bestand hat. Gibt es noch andere Strategien, die du empfiehlst? Ein weiterer effektiver Ansatz besteht darin, Filme, Fernsehsendungen oder Podcasts auf Englisch anzusehen. Es macht Sie mit natürlichen Sprachmustern vertraut und hilft, Ihre Hörfähigkeiten zu verbessern. Filme und Fernsehsendungen anzusehen und Podcasts auf Englisch zu hören klingt unterhaltsam. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Sprache einzutauchen und meine Ohren zu trainieren, um sie besser zu verstehen. Absolut. Lernen sollte Spaß machen, und die Verwendung unterhaltsamer Ressourcen kann den Prozess ansprechender und effektiver machen. Haben Sie darüber nachgedacht, Sprachkurse oder Sprachunterricht zu nehmen? Ich habe darüber nachgedacht. Die Teilnahme an Sprachkursen oder Unterrichtsstunden kann eine strukturierte Anleitung und Gelegenheit zum Üben bieten. Es ist definitiv etwas, das ich in Betracht ziehe. Das ist toll zu hören.
Sprachkurse können eine solide Grundlage bieten und Ihnen helfen, schneller voranzukommen. Sie bieten oft interaktive Aktivitäten und Möglichkeiten, mit anderen Lernenden zu interagieren. Interaktive Aktivitäten und die Möglichkeit, mit anderen Lernenden zu interagieren, wären von Vorteil. Es ist immer hilfreich, mit Gleichaltrigen zu üben, die sich auf derselben Reise zum Sprachenlernen befinden. Absolut. Die Zusammenarbeit mit anderen Lernenden kann ein unterstützendes und motivierendes Umfeld bieten. Denken Sie daran, dass das Erlernen einer Sprache eine kontinuierliche Reise ist, also genießen Sie den Prozess. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Den Prozess zu genießen und nebenbei kleine Siege zu feiern, wird mich motivieren. Vielen Dank für Ihre Anleitung und Ermutigung. Du bist willkommen. Das Erlernen einer Sprache erfordert Zeit und Mühe, aber es ist eine lohnende Reise. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen. Zögern Sie also nicht, mich zu kontaktieren, Ich wenn weiß Sie deine Hilfe Unterstützung zu benötigen. schätzen. Zu wissen, dass ich jemanden habe, an den ich mich wenden kann, macht diese Reise noch aufregender. Lasst uns gemeinsam weiter lernen und wachsen. Lektion 8: Morgenroutinen. Hallo Anna, ich bin um 7 Uhr aufgewacht. Was ist mit dir? Hallo John. Ich bin um 6:30 Uhr aufgewacht. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Als erstes dehne ich mich und trinke ein Glas Wasser, um meinen Körper aufzuwecken. Es hilft mir, mich erfrischt zu fühlen. Was ist mit dir? Das ist eine großartige Art, den Tag zu beginnen. Normalerweise mache ich morgens als erstes mein Bett. Es gibt mir ein Gefühl von Leistung und Ordnung. Das Bett zu machen ist eine gute Angewohnheit. Es gibt einen positiven Ton für den Tag an. Danach putze ich mir gerne die Zähne und wasche mir das Gesicht. Es ist wichtig, auf die Mundhygiene zu achten und Ihr Gesicht zu erfrischen. Es hilft Ihnen, sich sauber und bereit für den kommenden Tag zu fühlen. Frühstückst du sofort? Nein, ich frühstücke nicht sofort. Normalerweise mache ich gerne ein paar Morgengymnastik oder gehe kurz spazieren, um frische Luft zu schnappen. Das ist eine gesunde Routine. Morgengymnastik oder ein Spaziergang können Sie mit Energie versorgen und Ihren Körper in Bewegung bringen. Ich bevorzuge es, morgens als erstes zu frühstücken. Frühstücken, sobald Sie aufwachen, ist eine gute Angewohnheit. Es versorgt Sie mit dem nötigen Treibstoff, um Ihren Tag zu beginnen. Was frühstückst du normalerweise? Normalerweise trinke ich eine Schüssel Haferflocken mit Obst und eine Tasse Tee. Es ist eine nahrhafte und sättigende Art, den Tag zu beginnen. Wie steht's mit dir? Zum Frühstück esse ich gerne Rührei mit Vollweizentoast und einer Tasse Kaffee. Es gibt mir einen guten Energieschub. Planst du deinen Tag am Morgen? Ja, das tue ich. Nach dem Frühstück nehme ich mir gerne ein paar Minuten Zeit, um meine Aufgaben und Prioritäten für den Tag zu planen. Es hilft mir, organisiert und konzentriert zu bleiben. Die Planung Ihres Tages am Morgen ist ein kluger Ansatz. Es gibt eine klare Richtung vor und stellt sicher, dass Sie Ihre Zeit optimal nutzen. Gibt es noch andere Morgenrituale, denen du folgst? Ein weiteres Morgenritual, das ich genieße, ist, ein paar Minuten in Meditation zu verbringen oder tief zu atmen. Es hilft mir, mich zu entspannen und eine positive Einstellung für den Tag zu entwickeln. Meditation oder tiefes Atmen zu integrieren ist eine großartige Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Es kann Ihrem Geist Ruhe und Klarheit verleihen. Hast du noch andere Morgenroutinen? Eine weitere Routine, die ich für nützlich halte,
ist das Lesen einiger Seiten eines Buches oder das Anhören eines Podcasts während des Frühstücks. Es stimuliert meinen Geist und ermöglicht es mir, etwas Neues zu lernen. Es ist eine fantastische Angewohnheit, während des Frühstücks zu lesen oder einen Podcast anzuhören. Es ist eine produktive Art, Ihre Morgenzeit zu nutzen. Wie fühlst du dich nach Abschluss deiner Morgenroutine? Ich fühle mich energiegeladener und bin bereit für den Tag nach Abschluss meiner Morgenroutine. Es gibt einen positiven Ton an und hilft mir, den Tag mit dem richtigen Fuß zu beginnen. Wie steht's mit dir? Mir geht es genauso. Wenn ich meiner Morgenroutine folge, fühle ich mich konzentrierter und bin bereit, alles in Angriff zu nehmen, was mir in den Weg kommt. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Lektion 9: Die Macht der Technologie. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie stark Technologie unser tägliches Leben beeinflusst? Hallo John. Absolut. Technologie spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer täglichen Routinen und Erfahrungen. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wahr. Von dem Moment an, in dem wir aufwachen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir ins Bett gehen, ist Technologie zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Sie hat eine so große Wirkung. Auf jeden Fall. Wir verlassen uns auf Technologie für Kommunikation, Information, Unterhaltung und vieles mehr. Es hat die Art und Weise, wie wir leben und mit der Welt interagieren, verändert. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nehmen wir zum Beispiel Smartphones. Sie sind zu unseren ständigen Begleitern geworden und ermöglichen es uns, in Verbindung zu bleiben und auf eine Fülle von Informationen zuzugreifen. Smartphones haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, revolutioniert. Wir können sofort mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten, Nachrichten senden, Anrufe tätigen und sogar per Video chatten. Es ist faszinierend, wie sich die Welt durch Technologie kleiner anfühlt. Mit nur wenigen Fingertipps auf unseren Geräten können wir virtuell reisen, verschiedene Kulturen erkunden und verschiedene Perspektiven kennenlernen. Absolut. Das Internet hat ein riesiges Meer an Wissen und Möglichkeiten eröffnet. Wir können zu jedem Thema recherchieren, an Online-Kursen teilnehmen und unseren Horizont erweitern, ohne unser Zuhause zu verlassen. Das ist das Schöne an Technologie. Es hat das Lernen zugänglicher und bequemer gemacht. Wir haben eine Fülle von Ressourcen zur Verfügung, von Bildungswebsites bis hin zu Apps zum Sprachenlernen. Apropos Sprachenlernen, die Technologie hat die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wirklich verändert. Wir können jetzt auf Sprachlernplattformen zugreifen, mit Sprachaustausch-Apps üben und sogar virtuelle Gespräche mit Muttersprachlern führen. Es ist unglaublich, wie die Technologie das Sprachenlernen interaktiver und ansprechender gemacht hat. Wir können Podcasts anhören, Videos ansehen und sogar KI-gestützte Sprachassistenten verwenden, um unsere Fähigkeiten zu üben und zu verbessern. Absolut. Die Technologie hat auch die Unterhaltungsindustrie revolutioniert. Wir können jederzeit und überall Filme streamen, Serien ansehen und neue Musik entdecken. Es hat unsere Unterhaltungsmöglichkeiten exponentiell erweitert. Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind endlos. Wir können immersive Spielerlebnisse genießen, Podcasts zu verschiedenen Themen anhören und sogar unsere eigenen Inhalte über Social-Media-Plattformen erstellen und teilen. Soziale Medien sind in der Tat zu einem mächtigen Instrument für Selbstdarstellung und Verbindung geworden. Wir können unsere Gedanken, Erfahrungen und Kreativität mit einem globalen Publikum teilen und so wichtige Verbindungen aufbauen. Es ist bemerkenswert, wie die Technologie die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, verändert hat. Wir können Inhalte über Text, Bilder, Videos und sogar Livestreams erstellen und teilen. Es hat allen eine Stimme gegeben.
In der Tat. Die Technologie hat unsere Stimmen verstärkt und es uns ermöglicht, zu Gesprächen und Diskussionen auf globaler Ebene beizutragen. Sie hat Informationen demokratisiert und Einzelpersonen gestärkt. Der Einfluss der Technologie auf unser tägliches Leben ist unbestreitbar. Sie hat Komfort, Konnektivität und endlose Möglichkeiten gebracht. Wir haben das Glück, in diesem digitalen Zeitalter zu leben. Absolut. Da sich die Technologie weiterentwickelt, wird sie unsere Zukunft noch mehr prägen. Es ist aufregend, über die Möglichkeiten nachzudenken, die vor uns liegen, und darüber, wie sie unser Leben weiterhin beeinflussen werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir sollten uns diese technologischen Fortschritte zu eigen machen und uns an sie anpassen und uns gleichzeitig ihrer Auswirkungen bewusst sein. Es ist eine Reise des kontinuierlichen Lernens und Wachstums. Gut gesagt. Lassen Sie uns die Möglichkeiten der Technologie in unserem täglichen Leben weiter erforschen und nutzen, um das Beste aus ihren Vorteilen herauszuholen und gleichzeitig verantwortungsbewusste digitale Bürger zu sein. Absolut. Die Technologie hat eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet und es liegt an uns, sie mit Bedacht zu nutzen. Machen wir das Beste daraus und lernen und wachsen wir gemeinsam weiter. Lektion 10: Einzelhandelstherapie. Hallo Anna, ich hatte in letzter Zeit Lust auf einen Einkaufsbummel. Wie steht's mit dir? Hallo John. Das gleiche hier. Einkaufstherapie kann ziemlich verjüngend sein. Lass uns bald zusammen einen Einkaufsbummel planen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wir können verschiedene Geschäfte erkunden und einige neue Ergänzungen zu unseren Schränken finden. Absolut. Es wird Spaß machen, in den neuesten Modetrends zu stöbern und verschiedene Outfits anzuprobieren. Ich bin besonders daran interessiert, ein paar neue Shirts und vielleicht eine stylische Jacke zu bekommen. Was möchtest du kaufen? Ich brauche ein paar neue Jeans und ein paar vielseitige Tops. Es ist immer gut, ein paar Grundstücke in deiner Garderobe zu haben. Auf jeden Fall. Mit vielseitigen Kleidungsstücken können wir mühelos kombinieren. Mit nur wenigen Schlüsselstücken können wir verschiedene Outfits kreieren. Das ist das Schöne an einer gut kuratierten Garderobe. Das spart Zeit und erleichtert das morgendliche Anziehen erheblich. Absolut. Es geht darum, Stücke zu finden, die unseren persönlichen Stil widerspiegeln und auf unterschiedliche Weise getragen werden können. Qualität vor Quantität. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Investition in hochwertige Kleidung gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit. Es ist ein nachhaltigerer Modeansatz. Nachhaltigkeit ist definitiv ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Es ist wichtig, Marken zu unterstützen, die ethischen und umweltfreundlichen Praktiken Priorität einräumen. Absolut. Wir können unseren Teil dazu beitragen, indem wir Marken auswählen, die unseren Werten entsprechen und verantwortungsvolle Mode fördern. Ich denke auch, dass es sich lohnt, lokale Boutiquen zu erkunden und kleine Unternehmen zu unterstützen. Sie bieten oft einzigartige Stücke an. Ich stimme voll und ganz zu. Lokale Boutiquen bieten ein persönlicheres Einkaufserlebnis und haben oft versteckte Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Es ist immer aufregend, etwas Einzigartiges zu finden, das sie von der Masse abhebt. Es verleiht ihrem Stil einen Hauch von Individualität. Absolut. Mode ist eine Form der Selbstdarstellung, und Stücke zu finden, die bei uns Anklang finden, ist eine großartige Möglichkeit, unsere Persönlichkeit zu präsentieren. Ich freue mich immer mehr auf unseren Einkaufsbummel. Wir können einen Tag daraus machen,
zum Mittagessen und verschiedene Geschäfte in der Gegend erkunden. Das klingt fantastisch. Das wird eine perfekte Gelegenheit sein, um sich zu unterhalten, Spaß zu haben und sich einer Einkaufstherapie hinzugeben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, sich etwas Zeit für uns selbst zu nehmen und die einfachen Freuden wie Einkaufen und Zeit mit Freunden zu genießen. Absolut. Es geht darum, dieses Gleichgewicht im Leben zu finden und die Dinge anzunehmen, die uns Freude bereiten. Gut gesagt. Lassen Sie uns diesen Einkaufsbummel bald planen und ihn zu einem unvergesslichen Tag voller Mode, Lachen und guter Gesellschaft machen. Ich freue mich darauf. Es wird ein wundervoller Tag. Lassen Sie uns gemeinsam ein paar stilvolle Entdeckungen machen. Auf jeden Fall. Es wird ein Einkaufsabenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 11: Lebensmitteleinkauf. Hallo Anna, ich komme gerade vom Einkaufen zurück. Ratet mal, was ich gekauft habe. Hallo John. Ich bin neugierig. Was hast du aus dem Laden bekommen? Ich habe Eier, Milch, Brot, Hühnchen und ein paar Snacks gekauft. Ich glaube, ich bin bereit für die Woche. Das klingt nach einer abgerundeten Einkaufsliste. Sie haben alles Nötige abgedeckt. Absolut. Es ist wichtig, eine Vielzahl von Zutaten zu haben, um die ganze Woche über verschiedene Mahlzeiten zuzubereiten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine gut bestückte Speisekammer ermöglicht mehr Flexibilität und Kreativität in der Küche. Das ist wahr. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Rezepten und eine Vielzahl von Zutaten zur Hand zu haben macht es einfacher. Es macht immer Spaß, neue Gerichte und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Kochen kann an sich schon ein Abenteuer sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Küchen zu erkunden und unseren kulinarischen Horizont zu erweitern. Apropos Snacks, was hast du bekommen? Irgendwelche Favoriten? Ich habe ein paar Chips, Nüsse und Schokoriegel mitgenommen. Es ist schön, ein paar Leckereien für diese Genussmomente zu haben. Absolut. Ab und zu etwas Genuss ist völlig in Ordnung. Es geht nur um Ausgewogenheit. Das ist wahr. Es ist wichtig, die kleinen Freuden des Lebens zu genießen, wie einen leckeren Snack. Auf jeden Fall. Und wenn wir eine gut gefüllte Speisekammer haben, können wir unseren Heißhunger stillen, ohne in den Laden rennen zu müssen. Bequemlichkeit ist der Schlüssel. Ich mag es, alles, was ich brauche, zu Hause zu haben, damit ich nicht häufig zum Supermarkt fahren muss. Das spart Zeit und Mühe. Außerdem ist es kostengünstiger, in großen Mengen zu kaufen oder im Voraus zu planen. Ich stimme zu. Das Planen von Mahlzeiten und das Erstellen einer Einkaufsliste hilft mir, organisiert zu bleiben und Impulskäufe zu vermeiden. Das ist eine großartige Strategie. Es reduziert den Abfall und stellt sicher, dass Sie alles haben, was Sie für Ihre Mahlzeiten benötigen. Absolut. Es ist ein achtsamer Ansatz beim Einkaufen und Kochen von Lebensmitteln. Übrigens, hast du frische Produkte bekommen? Es ist wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Ja, ich habe etwas Obst und Gemüse gekauft. Sie sind voller Nährstoffe und verleihen meinen Mahlzeiten Frische. Das ist fantastisch. Die Aufnahme einer Vielzahl von Obst und Gemüse in Ihre Ernährung ist wichtig für die allgemeine Gesundheit.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, unseren Körper mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. Nun, es hört sich an, als hättest du eine gut ausgestattete Küche. Viel Spaß beim Kochen und Essen für die kommende Woche. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, einige neue Rezepte mit den Zutaten auszuprobieren, die ich gekauft habe. Das ist wunderbar. Kochen kann eine kreative und lohnende Erfahrung sein. Genieße jeden Moment davon. Das werde ich. Danke für den Chat. Jetzt fange ich besser an, ein köstliches Essen zuzubereiten. Lektion 12: Unterwegs. Hallo Anna, ich habe eine Frage an dich. Hast du deinen Führerschein? Hallo John. Ja, ich habe meinen Führerschein. Ich habe ihn vor ein paar Jahren bekommen. Das ist großartig. Mit einem Führerschein haben Sie die Freiheit, zu reisen und neue Orte zu erkunden. Absolut. Es ist praktisch, fahren zu können und nicht nur auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Ich stimme zu. Es kann viel Zeit sparen und das Pendeln erheblich erleichtern, insbesondere bei längeren Strecken. Auf jeden Fall. Außerdem eröffnet der Besitz eines Führerscheins Beschäftigungsmöglichkeiten, für die ein Fahren erforderlich ist. Das ist wahr. Für viele Berufe, wie zum Beispiel für Auslieferungsfahrer oder Handelsvertreter, ist ein gültiger Führerschein erforderlich. Es ist eine wertvolle Fähigkeit. Es erhöht Ihre Vielseitigkeit und kann Ihre Karriereaussichten verbessern. Das kann ich mir vorstellen. Übrigens, hast du gerade deinen Führerschein dabei? Klar, hier ist es. Ich achte darauf, es immer bei mir zu haben, wenn ich fahre. Das liegt an dir. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Lizenz griffbereit haben, falls Sie sie vorzeigen müssen. Absolut. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und trägt zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf den Straßen bei. Ich stimme voll und ganz zu. Die Einhaltung der Verkehrsregeln und Vorschriften ist für das Wohlbefinden aller von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, ein verantwortungsbewusster Fahrer zu sein. Halten Sie sich an die Regeln und schützen Sie sich und andere. Auf jeden Fall. Sicherheit sollte beim Betrieb eines Fahrzeugs immer oberste Priorität haben. Übrigens, hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade Autofahren lernt? Sicher. Ein wichtiger Tipp ist, regelmäßig unter unterschiedlichen Fahrbedingungen zu trainieren, zum Beispiel bei unterschiedlichen Wetter- oder Verkehrssituationen. Das ist ein toller Tipp. Es hilft, Selbstvertrauen aufzubauen und bereitet Sie auf verschiedene Szenarien auf der Straße vor. Ein weiterer Tipp ist, konzentriert zu bleiben und Ablenkungen beim Fahren zu vermeiden, zum Beispiel beim Telefonieren oder Essen. Absolut. Ablenktes Fahren kann gefährlich sein und das Unfallrisiko erhöhen. Und denken Sie immer daran, Ihre Blinker zu benutzen und Ihre toten Winkel zu überprüfen, bevor Sie die Spur wechseln. Das ist eine wichtige Erinnerung. Die richtige Signalisierung und Überprüfung toter Winkel sorgen für reibungslose und sichere Spurwechsel. Schließlich sollten Sie immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und sich Ihrer Umgebung bewusst sein. Bleiben Sie wachsam und antizipieren Sie potenzielle Gefahren. Kluger Rat. Wenn Sie auf Ihre Geschwindigkeit und Umgebung achten, können Sie Unfälle vermeiden und verantwortungsbewusstes Fahren fördern.
Nun, danke für das Teilen deines Führerscheins und für den Chat. Es ist wichtig, verantwortungsbewusste Fahrer auf der Straße zu sein. Lektion 13. Inneneinrichtung. Hallo Anna, ich habe heute ein farbenfrohes Gemälde für mein Wohnzimmer gefunden. Das klingt nach einer lustigen Ergänzung. Wonach sollte ich noch suchen? Hallo John. Ein farbenfrohes Gemälde kann Ihrem Wohnzimmer definitiv Lebendigkeit verleihen. Sie könnten auch in Betracht ziehen, ein paar dekorative Kissen für Ihre Couch zu kaufen. Gute Idee. Dekorative Kissen können einen Farbtupfer verleihen und den Raum einladender machen. Was sonst? Vielleicht möchten Sie nach einem stilvollen Teppich suchen. Er kann den Raum zusammenbinden und ihm eine gemütliche Note verleihen. Das ist ein toller Vorschlag. Ein Teppich kann auch den Sitzbereich definieren und dem Raum eine gewisse Textur verleihen. Was kommt als nächstes? Wie wäre es mit ein paar Zimmerpflanzen? Sie bringen nicht nur einen Hauch von Natur ins Haus, sondern verbessern auch die Luftqualität. Mir gefällt die Idee. Zimmerpflanzen können eine erfrischende Atmosphäre schaffen und ein Gefühl der Ruhe vermitteln. Irgendwelche anderen Vorschläge? Sie könnten erwägen, einige Regale oder an der Wand befestigte Bücherschränke hinzuzufügen. Sie bieten sowohl Stauraum als auch Ausstellungsfläche für Bücher oder Dekorationsgegenstände. Das ist ein praktischer Vorschlag. Regale können helfen, den Raum zu organisieren und persönliche Gegenstände zur Schau zu stellen. Sonst noch etwas? Beleuchtung ist unerlässlich. Suchen Sie nach einzigartigen Tisch- oder Stehlampen, um eine Umgebungsbeleuchtung zu erzeugen und die Stimmung zu bestimmen. Ich stimme zu. Die richtige Beleuchtung kann das allgemeine Ambiente des Raums verbessern. Dies ist ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Noch mehr Ideen? Wie wäre es, ein paar dekorative Spiegel hinzuzufügen? Sie erfüllen nicht nur einen funktionalen Zweck, sondern lassen den Raum auch geräumiger erscheinen. Das ist ein kluger Vorschlag. Spiegel können Licht reflektieren und die Illusion eines größeren Raums erzeugen. Ich mag es. Was sonst? Vergessen Sie nicht Vorhänge oder Jalousien. Sie bieten nicht nur Privatsphäre, sondern verleihen den Fenstern auch einen Hauch von Eleganz. Absolut. Vorhänge oder Jalousien können das Aussehen des Raumes vervollständigen und ein Gefühl von Gemütlichkeit verleihen. Irgendwelche letzten Vorschläge? Sie könnten auch in Betracht ziehen, Wandbilder oder gerahmte Fotos hinzuzufügen. Sie können den Raum personalisieren und Ihre Interessen zur Geltung bringen. Ich liebe diese Idee. Wandkunst und Fotos können eine persönliche Note verleihen und dafür sorgen, dass sich der Raum wie zu Hause anfühlt. Danke für die Vorschläge. Lektion 14. Fitnessreise. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass du regelmäßig ins Fitnessstudio gehst. Das ist ein gutes Zeichen. Fühlst du dich erfolgreicher und energiegeladener? Hallo John. Ja, ich habe meiner Fitnessroutine mehr Zeit gewidmet und es war großartig. Danach fühle ich mich erfolgreicher und energiegeladener. Das ist fantastisch. Regelmäßige Bewegung hat zahlreiche Vorteile für Körper und Geist. Welche Art von Workouts hast du gemacht? Ich habe es verwechselt. Ich mache eine Kombination aus Cardioübungen wie Laufen oder Radfahren und Krafttraining mit Gewichten oder Widerstandsbändern. Das klingt nach einer abgerundeten Routine. Cardio hilft bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit und Krafttraining baut Muskeln auf und erhöht den Stoffwechsel.
Gibt es noch andere Übungen, die dir Spaß machen? Ich habe auch einige Flexibilitätsübungen wie Yoga oder Stretching eingebaut. Es hilft, meine Körperhaltung zu verbessern und hält mich geschmeidig. Das ist eine kluge Ergänzung. Flexibilitätsübungen können ihre allgemeine Bewegungsfreiheit verbessern und Verletzungen vorbeugen. Wie bleibst du motiviert? Ich setze mir bestimmte Ziele und verfolge meine Fortschritte. Es motiviert mich, die Verbesserungen zu sehen, die ich im Laufe der Zeit erzielt habe. Zielsetzung ist eine großartige Strategie. Es gibt Ihnen etwas, auf das Sie hinarbeiten können und hilft Ihnen, Ihren Fokus aufrechtzuerhalten. Wie findest du die Zeit für Workouts? Ich priorisiere meine Fitnessroutine und plane sie in meinen Tag ein. Es wird zu einem nicht verhandelbaren Teil meines Zeitplans, genau wie jede andere wichtige Aufgabe. Das ist ein guter Ansatz. Wenn Sie Fitness zu einer Priorität machen, stellen Sie sicher, dass Sie Zeit dafür einplanen. Haben Sie Tipps für jemanden, der seine Fitnessreise beginnt? Fangen Sie klein an und erhöhen Sie die Intensität schrittweise. Es ist wichtig, dass du auf deinen Körper hörst und dich nicht zu früh zu sehr anstrengst. Kluger Rat. Der Aufbau einer Fitnessroutine braucht Zeit und es ist wichtig, in einem Tempo voranzukommen, das für Sie angenehm ist. Irgendwelche anderen Tipps? Finden Sie Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen. Es könnte Tanzen, Schwimmen oder Sport sein. Wenn Sie das Training genießen, wird es einfacher, dabei zu bleiben. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Wenn Sie sich an Aktivitäten beteiligen, die Sie lieben, fühlt sich das Training eher wie ein lustiges Hobby als wie eine lästige Pflicht an. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 15: Die Natur umarmen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mehr frische Luft und Sonnenlicht zu bekommen. Das ist eine gute Idee. Ich mache Outdoor-Aktivitäten. Hallo John. Zeit im Freien zu verbringen kann erfrischend und erhebend sein. Welche Outdoor-Aktivitäten haben Sie im Sinn? Ich erwäge, regelmäßig wandern oder in der Natur spazieren zu gehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und die Schönheit um uns herum zu genießen. Das klingt wunderbar. Wandern und Spaziergänge in der Natur sorgen nicht nur für körperliche Bewegung, sondern ermöglichen es uns auch, die Natur zu genießen. Haben Sie noch andere Outdoor-Aktivitäten, an denen Sie interessiert sind? Ich denke auch darüber nach, mit der Gartenarbeit zu beginnen. Es wäre schön, mein eigenes Obst und Gemüse anzubauen und Zeit im Garten zu verbringen. Gärtnern ist eine fantastische Idee. Es ist ein lohnendes Hobby, das es Ihnen ermöglicht, Pflanzen zu pflegen und die Schönheit eines blühenden Gartens zu genießen. Was können wir sonst noch im Freien tun? Wir könnten Picknicks im Park ausprobieren. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, zu essen und die Gesellschaft von Freunden oder der Familie zu genießen. Picknicks sind eine herrliche Art, Zeit im Freien zu verbringen. Sie schaffen eine fröhliche Atmosphäre und bieten die Möglichkeit, köstliches Essen zu genießen. Wie wäre es, neue Orte zu erkunden? Absolut. Es kann aufregend sein, neue Orte zu erkunden und Roadtrips zu unternehmen. Es ermöglicht uns, versteckte Juwelen zu entdecken und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Roadtrips bieten ein Gefühl von Abenteuer und die Möglichkeit, die Schönheit verschiedener Landschaften zu erleben. Was können wir noch tun, um die Natur zu umarmen? Wir könnten Outdoor-Sportarten wie Radfahren oder Kajakfahren ausprobieren. Sie bieten eine spannende und aktive Art, die Natur zu genießen.
Outdoor-Sportarten sind eine fantastische Idee. Sie halten uns nicht nur körperlich aktiv, sondern ermöglichen es uns auch, die Wunder der Natur zu schätzen. Irgendwelche abschließenden Gedanken? Es ist wichtig, sich an die Vorteile zu erinnern, die es hat, in der Natur zu sein. Es kann unsere Stimmung verbessern, Stress reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden fördern. Absolut. Die Natur hat die Möglichkeit, uns zu verjüngen und ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Lassen Sie uns bewusst versuchen, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Einverstanden. Lassen Sie uns die Verbindung zur Natur priorisieren und die unzähligen Vorteile nutzen, die sie bietet. Danke für die Diskussion. Lektion 16: Kunst entdecken. Hallo Anna, ich habe gehört, du interessierst dich für Kunst. Das klingt lustig. Suchen Sie nach einem bestimmten Stil? Hallo John. Ich bin neugierig auf abstrakte Kunst. Ich finde die Meinungs- und Interpretationsfreiheit faszinierend. Wie steht's mit dir? Abstrakte Kunst ist faszinierend. Ich neige eher zum Impressionismus. Ich schätze die Verwendung von Licht und Farbe, um einen Moment festzuhalten. Der Impressionismus ist wunderschön. Die Art und Weise, wie er flüchtige Eindrücke darstellt, und das Spiel des Lichts erzeugen ein Gefühl von Lebendigkeit. Hast du irgendwelche Lieblingskünstler im Sinn? Ich bin ein Fan von Claude Monet. Seine Serien mit Landschaften und Seerosen sind faszinierend. Die Art und Weise, wie er die Natur darstellt, ist faszinierend. Monets Werke sind in der Tat faszinierend. Die Art und Weise, wie er die Essenz der Natur und ihre sich verändernden Eigenschaften einfängt, ist wirklich bemerkenswert. Gibt es noch andere Kunststile, die deine Aufmerksamkeit Ich fühle erregen? mich auch zum Surrealismus hingezogen. Die traumhaften und fantasievollen Elemente surrealistischer Kunstwerke faszinieren mich. Es ist, als würde man eine andere Welt betreten. Der Surrealismus regt zum Nachdenken an. Die Gegenüberstellung von Objekten, die nichts miteinander zu tun haben, und die Erforschung des Unterbewusstseins machen ihn faszinierend. Gibt es bestimmte Künstler, die du im Surrealismus bewunderst? Salvador Dalí ist ein bemerkenswerter surrealistischer Künstler. Seine schmelzenden Uhren in The Persistence of Memory sind ikonisch und wecken ein Gefühl des Geheimnisses. Dalis Werke sind in der Tat rätselhaft und regen zum Nachdenken an. Die Symbolik und die unkonventionelle Bildsprache sorgen für ein fesselndes Erlebnis. Gibt es noch andere Kunststile, die Sie gerne erkunden würden? Ich bin auch neugierig auf Pop Art. Die lebendigen Farben, die kühnen Bilder und die Reflexion der Populärkultur machen sie dynamisch und ansprechend. Pop Art ist in der Tat dynamisch. Die Art und Weise, wie sie Alltagsgegenstände und Ikonen auf mutige und lebendige Weise feiert, ist visuell anregend. Gibt es bestimmte Popkünstler, die Sie interessant finden? Andy Warhol ist eine herausragende Figur der Pop Art. Seine ikonischen Drucke von Campbell's Soup Cans und Marilyn Monroe sind weithin bekannt. Warhols Werke haben einen erheblichen Einfluss auf die Pop-Art hinterlassen. Die Wiederholung von Bildern und die Erforschung der Konsumkultur regen zum Nachdenken an. Danke für die Diskussion. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, mit dir verschiedene Kunststile zu erkunden. Lassen Sie uns die Welt der Kunst weiterhin schätzen und umarmen. Lektion 17: Märkte im Freien erkunden. Hallo Anna, warst du schon einmal nachmittags auf einem Markt im Freien? Wie steht's mit dir? Hallo John. Ja,
Ich war am Nachmittag auf ein paar Märkten im Freien. Ich finde sie lebendig und lebendig. Ich war heute früh dort und es war ziemlich viel los. Das klingt aufregend. Ich genieße die geschäftige Atmosphäre und die Vielfalt der Waren, die auf Märkten im Freien erhältlich sind. Was hast du auf dem Markt gesehen? Es gab frisches Obst und Gemüse, Kunsthandwerk und sogar Live-Musik. Es war ein Fest für die Sinne. Fanden Sie etwas Interessantes? Ich bin auf einen Stand gestoßen, an dem einzigartiger handgemachter Schmuck verkauft wurde. Die Handwerkskunst und die Liebe zum Detail waren beeindruckend. Hast du etwas gekauft? Ich konnte nicht widerstehen, eine wunderschöne handbemalte Keramikvase zu kaufen. Es wird eine schöne Ergänzung zu meiner Inneneinrichtung sein. Hast du lokales Essen probiert? Ja, ich habe ein köstliches Streetfood-Gericht namens Tacos al Pastor probiert, Anna. Die Kombination aus mariniertem Schweinefleisch, Ananas und Gewürzen war köstlich. Was ist mit dir? Ich habe mir ein himmlisches Stück frisch gebackenen Apfelkuchens gegönnt. Die warme, schuppige Kruste und die süße, mit Zimt angereicherte Füllung waren köstlich. Bist du Straßenkünstlern begegnet? Ich stieß auf einen talentierten Straßenkünstler, der Gitarre spielte und Volkslieder sang. Seine gefühlvolle Stimme faszinierte das Publikum. Haben dir irgendwelche Aufführungen gefallen? Ich war fasziniert von einer Gruppe von Tänzern, die traditionelle kulturelle Tänze präsentierten. Ihre lebendigen Kostüme und rhythmischen Bewegungen waren eine Augenweide. Haben Sie irgendwelche einzigartigen Anbieter bemerkt? Es gab einen Verkäufer, der handgemachte Seifen und natürliche Hautpflegeprodukte verkaufte. Die Düfte waren unglaublich und die Produkte waren umweltfreundlich. Gibt es noch andere Höhepunkte Ihres Besuchs? Ich entdeckte eine gemütliche Ecke, in der alte Bücher und antike Schätze verkauft wurden. Es war, als würde man in eine Zeitkapsel steigen. Ich hätte Stunden damit verbringen können, zu stöbern. Danke für die Diskussion. Du bist willkommen. Die Erkundung von Märkten im Freien ist immer ein herrliches Erlebnis. Lassen Sie uns weiterhin nach diesen lebendigen Orten suchen und uns die lokale Kultur zunutze machen. Lektion 18: Kreative Zahlungspläne. Hallo Anna, ich habe über unser Projekt nachgedacht und wollte den Zahlungsplan besprechen. Irgendwelche Ideen, wie wir es strukturieren können? Hallo John. Ich denke, ein progressiver Zahlungsplan, der auf Meilensteinen basiert, wäre ein guter Ansatz. Er stellt sicher, dass wir beide Fortschritte sehen und entsprechend entschädigt werden. Was denkst du? Ich stimme zu. Es ist wichtig, einen Zahlungsplan zu haben, der dem Fortschritt des Projekts entspricht. Wie würden Sie vorschlagen, dass wir die Meilensteine aufschlüsseln? Wir können mit einer ersten Einzahlung beginnen, um das Projekt zu sichern. Anschließend können wir Meilensteine für wichtige Ergebnisse oder Projektphasen festlegen. Welche Meilensteine würden Ihrer Meinung nach am besten funktionieren? Ich denke, die Aufteilung des Projekts in Design, Entwicklungs- und Testphasen wäre ein geeigneter Meilenstein. Wir können für jeden Abschluss der Phase einen Zahlungsprozentsatz festlegen. Wie wäre es mit der Restzahlung? Die Restzahlung kann an den Projektabschluss und die Genehmigung durch den Kunden gebunden werden. Es stellt sicher, dass alle Anforderungen erfüllt sind, bevor das Projekt als abgeschlossen betrachtet wird. Haben Sie Vorschläge für Zahlungsprozentsätze? Für die erste Einzahlung können wir sie auf 20% der gesamten Projektkosten festlegen. Dann können wir für jeden Meilenstein nach Abschluss 30% bereitstellen. Die restlichen 20% können für die Restzahlung reserviert werden. Was denkst du?
Das klingt fair. Es bietet einen Anreiz für das fristgerechte Erreichen von Meilensteinen und stellt sicher, dass die endgültige Zahlung von der Kundenzufriedenheit abhängt. Haben Sie schon einmal eine ähnliche Zahlungsstruktur verwendet? Ja, ich habe in der Vergangenheit einen progressiven Zahlungsplan verwendet. Es trägt dazu bei, während des gesamten Projekts einen stetigen Cashflow aufrechtzuerhalten und stellt sicher, dass beide Parteien dem Erfolg des Projekts verpflichtet sind. Gibt es weitere Vorschläge, die Sie in Betracht ziehen sollten? Möglicherweise möchten wir eine Klausel für Überarbeitungen oder zusätzliche Arbeiten aufnehmen, die über den ursprünglichen Umfang hinausgehen. Es ist wichtig, dass im Zahlungsplan geklärt wird, wie diese behandelt werden. Gibt es sonst noch etwas, Das ist das ein du gutes besprechen Argument. möchtest? Wir können eine Rückstellung für zusätzliche Arbeit vorsehen und für diese Fälle einen Stundensatz oder eine separate Zahlungsstruktur festlegen. Danke für das Gespräch. Lektion 19: Essentials für Outdoor-Abenteuer. Hallo Anna, ich plane einen Campingausflug und habe mich gefragt, ob du Vorschläge für wichtige Ausrüstung hast, die wir mitbringen sollten. Hallo John. Camping klingt nach einer großartigen Idee. Neben der offensichtlichen Campingausrüstung können wir uns auch Campingkochgeschirr und Navigationstools ansehen. Was denkst du? Das ist ein gutes Argument. Das richtige Kochgeschirr erleichtert die Zubereitung von Mahlzeiten erheblich. Welche Arten von Kochgeräten sollten wir in Betracht ziehen? Wir sollten einen tragbaren Herd, eine Reihe leichter Töpfe und Pfannen sowie Utensilien mitbringen. So können wir eine Vielzahl von Mahlzeiten zubereiten und gleichzeitig die Natur genießen. Gibt es noch etwas, das wir unserer Camping-Checkliste hinzufügen sollten? Navigationstools wären unerlässlich. Wir können einen Kompass, Karten der Gegend und ein GPS-Gerät mitbringen, falls verfügbar. Es ist wichtig, bei der Erkundung unbekannter Gebiete die Orientierung zu behalten. Welche andere Ausrüstung würdest du empfehlen? Wir sollten auch ein zuverlässiges Zelt, Schlafsäcke und Isomatten für eine angenehme Nachtruhe einpacken. Zusätzlich sorgen Stirnlampen und Laternen für die nötige Beleuchtung in den Abendstunden. Gibt es noch andere Ausrüstung, die wir Ihrer Meinung nach in Betracht ziehen sollten? Es ist wichtig, angemessene Kleidung und Schuhe zu haben, die dem Wetter und dem Gelände entsprechen. Wir sollten auch ein Erste-Hilfe-Set, Insektenschutzmittel und Sonnencreme mitbringen, um unsere Sicherheit und unseren Komfort zu gewährleisten. Gibt es noch etwas, was wir brauchen könnten? Vergessen Sie nicht, einen tragbaren Wasserfilter oder Reinigungstabletten mitzubringen. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist beim Campen von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus können ein Campingstuhl oder eine Hängematte einen bequemen Ort zum Entspannen bieten. Möchtest du noch etwas besprechen? Es ist immer eine gute Idee, den Campingplatz zu recherchieren und sich mit allen Vorschriften oder Einschränkungen vertraut zu machen. Planen wir auch einige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Angeln, um das Beste aus unserer Reise herauszuholen. Danke für die Diskussion. Lektion 20: Packen für die Reise. Hallo Anna, ich bereite mich auf unsere Reise vor. Wie steht's mit dir? Packen Sie leicht oder bringen Sie viel Gepäck mit? Hallo John. Ich packe lieber leicht ein. Ich bringe nur eine kleine Tasche mit. Wie steht's mit dir? Was hast du vor mitzubringen? Ich habe einen Rucksack und einen Koffer. Ich mag es, Optionen zu haben und auf verschiedene Situationen vorbereitet zu sein. Hast du dich entschieden, welche Kleidung du einpacken willst? Ja, ich habe vielseitige Kleidung ausgewählt, die kombiniert werden kann. Ich bringe ein paar Hosen, Hemden und Schichten für unterschiedliche Wetterbedingungen mit. Wie steht's mit dir? Gibt es bestimmte Kleidungsstücke, die du einpackst? Ich packe eine Kombination aus bequemer Kleidung und etwas formeller Kleidung ein.
Auf diese Weise bin ich sowohl auf ungezwungene Ausflüge als auch auf alle formellen Ereignisse vorbereitet, die sich ergeben könnten. Was ist mit Toilettenartikeln und persönlichen Gegenständen? Ich habe Toilettenartikel in Reisegröße und wichtige Dinge wie Zahnpasta, Shampoo und Sonnencreme eingepackt. Ich habe auch ein kleines Erste-Hilfe-Set und alle notwendigen Medikamente. Was ist mit dir? Welche persönlichen Gegenstände bringst du mit? Ich habe meine Toilettenartikel in einem separaten Kosmetikbeutel. Ich habe auch ein Waschmittel in Reisegröße und einen Universaladapter für alle elektronischen Geräte eingepackt. Wie wäre es mit Zubehör und Gadgets? Ich habe einen kleinen Reiseschirm, eine wiederverwendbare Wasserflasche und eine Powerbank für mein Handy mitgebracht. Ich habe dieses Zubehör gerne auf meinen Reisen griffbereit. Bringen Sie irgendwelche Geräte oder zusätzliches Zubehör mit? Ich habe ein tragbares Ladegerät, eine Kamera und ein Reisekissen. Diese Geräte und Accessoires werden mein Reiseerlebnis verbessern. Haben Sie über Unterhaltung für die Reise nachgedacht? Ja, ich habe ein Buch gepackt und einige Podcasts für die Reise heruntergeladen. Es ist immer gut, bei langen Flügen oder Bahnfahrten einige Unterhaltungsmöglichkeiten zu haben. Was ist mit dir? Irgendwelche Pläne für Unterhaltung? Ich habe einige Filme auf mein Tablet geladen und ein Kartenspiel eingepackt. Diese werden mich während jeder Ausfallzeit unterhalten. Gibt es noch etwas, das wir beim Packen in Betracht ziehen sollten? Vergessen Sie nicht wichtige Reisedokumente wie Reisepässe und Ausweise. Es ist immer eine gute Idee, sie leicht zugänglich zu haben. Lassen Sie uns auch überprüfen, ob wir alle erforderlichen Reservierungen und Bestätigungen haben. Absolut. Die Überprüfung und Organisation unserer Reisedokumente ist von entscheidender Bedeutung. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir für eine reibungslose und angenehme Reise benötigen. Lektion 21: Begegnungen mit der Natur. Hallo Anna, hattest du schon einmal unvergessliche Erlebnisse auf einem Wanderweg? Hallo John. Ja, einmal sah ich eine Familie von Hirschen am Weg weiden. Es war ein atemberaubender Anblick. Sind Sie auf Ihren Wanderungen auf Wildtiere gestoßen? Unbedingt. Auf einer anderen Spur begegnete ich einem Fuchs, der anmutig dahintrabte. Es war ein magischer Moment. Beobachten Sie gerne Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum? Definitiv. Es ist faszinierend, Wildtiere aus nächster Nähe zu beobachten und ihr Verhalten zu beobachten. Es erinnert mich an die Vernetzung der Natur. Hattest du noch andere interessante Begegnungen? Ja, einmal bin ich bei der Erkundung eines neuen Pfades auf einen versteckten Wasserfall gestoßen. Das Geräusch des rauschenden Wassers war faszinierend. Haben Sie versteckte Juwelen in der Natur entdeckt? Unbedingt. Ich habe einmal eine abgelegene Wiese voller Wildblumen gefunden. Es war, als würde man in ein Märchen eintauchen. Sind Sie auf einzigartige Landschaften gestoßen? Ja, ich bin auf den Gipfel eines Berges gewandert und habe einen atemberaubenden Panoramablick erlebt. Die ganze Mühe hat sich gelohnt. Haben Sie irgendwelche herausfordernden Wanderungen gemeistert? Ich habe einige steile Pfade hinter mir und es war unglaublich lohnend, den Gipfel zu erreichen. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben, ist schwer zu beschreiben. Bist du bei deinen Wanderungen auf Hindernisse gestoßen? Ja, ich musste einmal durch einen dichten Wald navigieren, in dem umgestürzte Bäume den Weg versperrten. Es erforderte vorsichtiges Manövrieren und Fähigkeiten zur Problemlösung. Waren Sie vor ähnlichen Herausforderungen?
Nach starken Regenfällen bin ich auf schlammige Pfade gestoßen, aber das hat der Wanderung ein bisschen Abenteuer verliehen. Dadurch wusste ich die Unberechenbarkeit der Natur zu schätzen. Haben Sie aus Ihren Wandererlebnissen etwas gelernt? Unbedingt. Beim Wandern habe ich gelernt, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein, die Natur zu respektieren und Hindernisse zu überwinden. Es ist eine ständige Lernreise. Haben Sie bei Ihren Wanderungen wertvolle Erkenntnisse gewonnen? Das Wandern hat mir die Schönheit der Einfachheit beigebracht und wie wichtig es ist, sich von der Hektik des Alltags zu lösen. Es ist eine Gelegenheit, sich wieder mit sich selbst und der Natur zu verbinden. Haben Sie irgendwelche bevorstehenden Wanderpläne? Das tue ich. Ich plane, nächstes Wochenende einen Part im nahegelegenen Nationalpark zu wandern. Ich freue mich darauf, neues Terrain zu erkunden und unvergesslichere Erlebnisse zu schaffen. Lektion 22: Einen Roadtrip planen. Hallo Anna, hast du irgendwelche malerischen Routen für unseren bevorstehenden Roadtrip recherchiert? Hallo John. Ja, ich habe ein paar Optionen geprüft. Eine Route führt uns entlang der Küste und bietet einen atemberaubenden Meerblick. Haben Sie interessante Routen gefunden? Unbedingt. Ich habe eine Route entdeckt, die durch malerische Bergketten führt und atemberaubende Ausblicke bietet. Es ist perfekt für Naturliebhaber. Haben Sie unterwegs über Übernachtungsmöglichkeiten nachgedacht? Definitiv. Ich habe mir charmante Bed- und Breakfasts in malerischen Städten entlang der Route angesehen. Sie bieten ein gemütliches und authentisches Erlebnis. Was ist mit dir? Gibt es eine bestimmte Art von Unterkunft, an der Sie interessiert sind? Ich erwäge, in Hütten oder Ludges inmitten der Natur zu übernachten. Es wäre wunderbar, mit den Geräuschen des Waldes aufzuwachen. Sind Sie auf einzigartige Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten gestoßen? Ja, ich habe einen versteckten Wasserfall und einen historischen Leuchtturm gefunden, die einen Besuch wert sind. Sie verleihen dem Roadtrip einen Hauch von Abenteuer und Geschichte. Haben Sie interessante Stopps entdeckt? Ich bin auf einen lebendigen Bauernmarkt gestoßen, auf dem wir lokale Produkte probieren und mit der Gemeinde interagieren können. Es ist eine großartige Gelegenheit, in die lokale Kultur einzutauchen. Haben Sie über Aktivitäten oder Wanderwege nachgedacht? Unbedingt. Ich habe ein paar Wanderwege gefunden, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, unsere Beine auszustrecken und die natürliche Schönheit zu genießen. Haben Sie andere Aktivitäten in Ich habe Betracht mir gezogen? überlegt, Fahrräder zu mieten und unterwegs malerische Radwege zu erkunden. Es ist eine unterhaltsame und umweltfreundliche Art, die Umgebung zu erkunden. Sind Sie auf empfohlene Restaurants oder lokale Küche gestoßen? Ja, ich habe ein hochbewertetes Fischrestaurant gefunden, das für seinen frischen Fang des Tages bekannt ist. Es wäre ein köstliches kulinarisches Erlebnis. Haben Sie sich nach Restaurants umgesehen? Ich bin auf ein bezauberndes Café gestoßen, das hausgemachtes Gebäck und lokal gerösteten Kaffee serviert. Es ist ein idealer Ort für ein gemütliches Frühstück. Haben Sie über die Gesamtdauer des Roadtrips nachgedacht? Ich erwäge eine einwöchige Reise, damit wir genug Zeit haben, jedes Reiseziel zu erkunden und zu genießen. Es stellt ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Abenteuer her. Was ist mit dir? Wie lang sollte der Roadtrip deiner Meinung nach dauern? Ich stimme einer einwöchigen Reise zu. Es gibt uns ausreichend Zeit, um die Reise zu genießen und die landschaftlich reizvollen Routen und Attraktionen optimal zu nutzen. Sollen wir anfangen, unsere Reiseroute fertigzustellen?